Ich zeige dir heute eine Double Easel Card, eine doppelte Aufstellkarte. Gestaltet habe ich sie mit dem Stempelset Gut gezwitschert und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und es gibt eine weitere besondere Faltkarte. In diesem Fall diese Fun Fold Card, eine Double Easel Card. Gestaltet habe ich sie mal, um es mir leicht zu machen, mit einer Karte aus einem fertigen Kartensortiment, etwas Designerpapier, Farbkarton und dem Stempelset Gut gezwitschert und der Handstanze dazu mit dem Vöglein. Dieses Kartenpaket findest du übrigens in der neuen Celebration-Broschüre, die ab Juli gilt. Frag mich gerne, wenn du noch einen Katalog brauchst, schicke ich dir gerne zu. Jo, ganz einfache Sache. Ich habe mir also so eine fertige Karte genommen. Den Umschlag, der ist passend dazu, kannst du natürlich noch bestempeln. Die Karte falten wir einmal in der Mitte. Die Karten sind in den Farben Lindgrün und Aquamarin. Dazu habe ich mir ein Stück Farbkarton zugeschnitten in Calypso in den Maßen 21 x 9,9 cm. Und das heißt, du bekommst aus einem A4-Bogen gleich 3 solche Kartenaufleger. Außerdem Designerpapier, hier auch aus neuem Designerpapier aus dem neuen Mini-Katalog. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Echt cool mit diesem matten Schimmereffekt. Ja, zugeschnitten in den Maßen 9,5 x 9,5 und 9,5 x 5 cm. Außerdem etwas Farbkarton zum Bestempeln in Weiß und einen Kreis habe ich mir ausgestanzt, hier mit so einem Stitchet-Rand. Ja, und dann geht es auch schon los. Wir nehmen zuerst dieses Stück Farbkarton in Calypso, suchen uns einen Papierschneider, hier ist einer, wollen damit falzen. Und zwar brauchen wir eine Falzlinie bei 10 cm. Und eine bei 15,5 und da kann ich dir raten, das Beinchen rauszuziehen. Kannst du da oben wunderbar anliegen. Ist noch auf dieser Platte, aber hier gibt es so eine Kante, die liegt genau bei 6 Inch und da kommen wir eben jetzt hier drüber. Also 15,5, Falzlinie und fertig. Dann falten wir einmal in diese Richtung. Oh, hier fliegt schon wieder alles durch die Gegend. Okay, einmal und dieses zurück in die andere Richtung. Und dann haben wir hier dieses Easel-Element zum Aufstellen und das kleben wir nachher hier einfach mittig drauf. Weißt du schon mal, wie es geht, aber vorher gestalten wir erstmal. Ich nehme jetzt hier mein Designerpapier und klebe das einfach mal auf. Bei mir ist heute Katalogparty, deswegen ist ein Teil des Materials unten in meinem Wohnzimmer auf dem Tisch, wo wir nachher wieder zusammensitzen. Ist jetzt gerade eine kleine Pause und da dachte ich mir, nutze ich doch einfach mal für ein Video. Also hier draufsetzen, schön ausmitteln. Wunderbar. Du könntest hier auch noch ein Element kleben, kannst es aber auch lassen. Ich lasse das einfach mal in der Farbe und nehme jetzt diese Seite, die andere Seite und klebe sie vorne drauf. Lasse ich aber noch, will ich doch erst bestempeln, habe ich gerade überlegt. Und dazu habe ich mir zu dem Lindgrün und dem Aquamarin, wo ich gar nicht weiß, ob ich es verwende, noch das Sahara-Sand geholt und stempel da mal eben schnell den Zweig. Nehmen wir uns mal dieses Stempelset, da ist ein wunderbarer Zweig, nehme ich hier im Sahara-Sand, glaube ja, schon wieder vergessen, glaube ich es. Stempel das von hier drüben an einfach drauf, so bündig, gut ist das. Nehme mir jetzt den Stempel mit den Blättern, das ist dieser hier, und stempel das in Lindgrün. Du könntest natürlich auch jede andere Farbe nehmen, musst du schauen, ob dir das reicht. So minimal abgesetzt. Und hier sind 5 Blätter, die müssen wir einfach richtig positionieren. Das machen wir auch. Ich lege es mal ein bisschen höher, siehst du es besser. Da müssen sie hin. Ja, blass, aber doch zu sehen. Das haben wir also auch schön. Das nehme ich mir mal, weil ich einmal die Farbe noch offen habe, hier ein Stück und setze da das Nest drauf. Passt hier auch wunderbar.
Und das schneide ich einfach mit der Hand aus. Gleich haben wir also auch, können dieses Stempelkissen erstmal wieder schließen. So, das kommt da rein. Die kleine Blüte, die wir hier haben, nehmen wir auch und machen jetzt mal das Calypso auf. Und setzen uns einfach überall die Blüte zwischen. Ich habe gerade hier das Gefühl, als ob es schnell gehen müsste. Stimmt gar nicht. Wir haben alle Zeit der Welt. Es geht sowieso schnell. Ne? Sagen wir mal so. So, da sitzen also die kleinen Blütchen zwischen. Total niedlich. Und weil wir es einmal offen haben, nehmen wir uns jetzt gleich, Moment, bleiben Sie hier, nehmen wir uns jetzt gleich den Streifen hier nochmal. Und ich habe schon vorbereitet, ich zeige mal, wie das geht. Ich habe einmal das Vöglein mit dem Flügel und dem Bauchelement und dem Schnabel ausgestanzt auf einfachen Karton. Und habe dann doch so rum das Ganze so positioniert, dass ich meine Elemente da in die Lücke reingepasst habe. Das ist richtig rum gemacht. Du musst ja bedenken, andersrum, dann kannst du es nachher einfach besser ausstanzen, wenn du mehrere Elemente zusammenstanzen möchtest. Ich habe das auch schon mal in einem Video gezeigt, verlinke ich dir. So, also der Piepmazieher her. Und falls ich mich verstempel oder verstanze, gleich nochmal einen dazu. Vöglein ist geputzt. Machen wir erstmal wieder zu. Und stanzen ist gleich, klar. Schauen wir mal die erste Nummer und du siehst, ich kann das jetzt hier wunderbar platzieren, habe aber meine Stanze falsch angesetzt. Also schneide ich das mal hier rund. Vorführeffekt. Und jetzt kann ich es hier wunderbar reinschieben. Du siehst es. Ich hätte also etwas kippen müssen, das Vöglein. Hätte ich nochmal eine Markierung hier anlegen sollen. So, aber jetzt. Wunderbar, Vöglein fliegt durch die Gegend, ist ja auch ein Vogel, passt das. Super, haben wir. Dann war hier noch ein Stück, hier, wo das Nest ist. Schneide ich jetzt mal hier so ein bisschen grob aus. Hättest du auch wunderbar auf dem farbigen Karton stempeln können, nämlich in dem Sahara-Sand. Aber ich mache das jetzt so. Setze das gleich auf meine Karte. So, und dann sind wir soweit und setzen alles zusammen. Also, schauen wir mal. Hier vorne an kommt dieses Feld Farbkarton, fertig gestempelt. Diesmal wirklich in den Farbkarton reingestempelt. Und das passt eigentlich ganz gut, weil dieses Element eben auch auf dem Umschlag hinten, siehst du, wieder auftaucht. Dann wird das Ganze schön stimmig. So. Abstandsklebepunkte holen wir uns hier, nehmen wir mal 3 Stück. 2 würden auch reichen, aber wir haben es ja, wenn wir mitten im Basteln sind, können wir da keine Rücksicht nehmen. So. Das Nest setzen wir jetzt so, dass es nicht kippelt, ja, da drauf. Und den Piepsi da rein. Und der sitzt mal andersrum, du weißt ja, ich variiere gerne. Also hier unten. Ah, blöd. Wir müssen ja noch Augen stempeln. Moment, wir stempeln mal schnell Augen. Hier haben wir eine Grundlage für einen Augenstempel. Holen uns die Äuglein in Sahara-Sand. Heute mal mit wenig Farben arbeiten. Vorsichtig mit dem kleinen Stempel. Einfach nur draufsetzen. Da sitzen sie und schon kann unser Vöglein schauen. Zeigt es gleich hoch. Ich muss nur die Augen sichern. Sichern Sie die Augen, da sind sie. So, jetzt haben wir natürlich da angedrückt, ne? Da sitzt er, guck mal. So schaut er aus, der Kleine. Guckt er nicht süß? Er guckt total niedlich. So. Jetzt schieben wir ihn in sein Nest. Da kommt er hin. Dann hat er hier noch so ein kleines Flügelchen. Ich glaube, ich drehe ihn mal noch minimal. Er sitzt nicht so, wie er soll. Glaubst du es? Er ist ein wenig störrisch. So, und dann hier einen kleinen Klebepunkt für den Flügel. Den setzen wir jetzt hier drüben noch so ein bisschen dazwischen, damit er notfalls fliegen könnte. Wunderbar. Und falsche Reihenfolge, du merkst schon. Schön, dass du da bist. Setze ich jetzt mal hier unten dran. Machen wir wieder das Calypso auf. Ich schaue, dass ich nicht so rumschmiere. Und
setze mal schön, dass du da bist. Hier und perfekt gewonnen, da unten hin. Nummer 1 passt. Und oben auf dieses da kann man schlecht stempeln, es sei denn man embossed. Also werde ich den Text, ein Vöglein hat es mir gezwitschert, hier drauf setzen und ausschnippeln. Und nachschneiden. Und auch da haben wir Abstandsklebepunkte, 2 Stück. Und ich mache das gern so, dass ich das über den Rand stehen lasse und dann nachschneide. Mache ich also jetzt hier auch so. Ein bisschen oben stehen lassen und es geht einfach über den Rand drüber. Da habe ich nochmal eine Überlappung mehr, finde ich eigentlich ganz witzig. Und hier drüben kommt gleich unser Kreis und da setzen wir drauf den Text, den ich euch gleich vorlese. Es gibt etwas Tolles zu feiern, so ein bisschen hier hin. Da ist er. Bei solchen Sachen kann ich, gerade bei dieser Art von Stempeln, kann ich immer empfehlen, das vorher nochmal auf Unterlagen zu stempeln, damit es wirklich sauber abgeht. Es ist immer so ein bisschen eine Sache von unterschiedlich viel Druck. Ja, und man möchte ja schöne Stempelergebnisse, und wenn man das so ein bisschen ins Gefühl bekommt, wie viel Druck hier wirklich nötig ist oder wie wenig, empfiehlt sich die Unterlage. Ist ja jetzt nicht so dramatisch, wenn wir da einfach mal einen Test abdrucken. So, 2 doppelseitige Abreißklebepunkte drauf. Und das Ganze hier drüben platziert. Moment, ein Stück weiter rüber. So, ich glaube, so ist schicki. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Umdrehen, abschneiden. Und schon sieht das so aus, als muss das so. Ja, und warum steht sie noch nicht? Jetzt kommt der entscheidende Moment. Ich habe beinahe vergessen. Hier ist unsere Klappkarte. Hier ist das Element. Und das setzen wir jetzt einfach mittig auf. Und fertig ist der Doppelisel. Und wir haben mal wieder so eine vorgefertigte Karte verwendet. Du siehst, die sind nicht so, dass sie einschränken, sondern eigentlich richtig viele Möglichkeiten bieten, weil man hat es einfach schon fertig. Der Untergrund sieht super aus. Moment, ich wische mal. Ein bisschen rumgekleckert. So, einmal gewischt. Auch das funktioniert. Das Ganze gerade schieben. Super. Und dann stellen wir unser Iselkärtchen dahin. Unser Double-Iselkärtchen. Und was war? Schnell ging's. Die meiste Zeit haben wir beim Quatschen verkleckert. Also fertig ist die Karte. Karte 1, Karte 2, einmal links, einmal rechts. Du siehst, so einfach geht das mit vorgefertigten Karten und einem tollen Stempelset, was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so spannend aussieht. Ja, das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Gib mir einen Daumen hoch, dann freue ich mich total. Abonniere meinen Kanal, drücke am besten auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du auch keines meiner weiteren Videos. Und hier geht es sofort weiter mit Ideen, Tipps, Tricks. Alles von meinem Basteltisch. Also bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.